Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu L.A. Noire. Elsa Lichtman geht zu Jack Kelso. Und den spielen wir jetzt in diesem Fall. Ich glaube sogar für mehrere Fälle. Ne, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hier spielen wir jetzt Jack Kelso. Wir lesen uns mal diesen Brief durch. Sehr geehrte Miss Lichtman, bezüglich der Angelegenheit Police-Nummer blablabla, plötzlich Tod von Mr. Lewis, dem Buchverwalter, informiere ich Sie mit diesem Schreiben, dass Sie zur alleinigen Anspruchsberechtigung von Mr. Buchwalters Abfindung werden. Achso, Lewis Buchwalter heißt er, ja, ist klar. Beigefügt finden Sie einen Scheck über 20.000 US-Dollar, den maximal auszahlenden Betrag nach Klausel 4a. Der Lifecare-Risikolebensversicherung von Mr. Buchwalter. Wenn Sie den Auszahlungsbetrag anfechten möchten, melden Sie sich bitte per postalischer Rückantwort oder telefonisch während unserer Geschäftszeiten bei unserem Verwaltungsbüro. Mit Beileidsbekundung Clarence W. Fleming, Schadensprüfer, bla 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 und Lebensversicherung. Und hier ist natürlich der Check. Dann den Betrag von 20.000 Dollar an Elsa Lichtman. Lichtman? In Englisch heißt es ja Lichtman, ne? There's no need to come into the office, Miss Lichtman. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. I don't accept the What do you mean you don't accept? I think you're pushing your luck, lady. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay. Let me get the case file. Alles klar, dann wollen wir mal. There's got to be more in these files. Ja, immer mit der Ruhe. Was haben wir hier? Eigentumsadresse Normandy Avenue Siedlung. Elysian, unabhängiges Gutachten, Haus und Land. 3.500 Dollar. Versicherung gegen Verlust und Schaden 900. Hier ist das, okay. Und jetzt? Aha, kann ich auch irgendwie umblättern? Ah, kann ich, Tatsache. Was steht denn hier? Versicherungspolice Nummer 1190 1659. Was ist der Anfang? Ja. Lucian Buchwalter verstarb beim Ausführen einer Tätigkeit, wahrscheinlich in Englisch, für Elysian Fields Development, als das Dach des Hauses, an dem er gerade arbeitete, einstürzte. Am Dienstag, den 28. Januar um ca. 8:30 Uhr morgens stieg Mr. Buchwalter auf die Dachkonstruktion eines Hauses im Normandy Avenue Baugebiet, als ein Fehler im Firstbalken diese zum Nachgeben brachte. Zeugenberichten rutschte Mr. Buchwalter aus und versuchte sich aufzurichten, indem er sich an einem Deckensparren festhielt. Dieser brach jedoch. Mr. Buchwalter fiel aus ungefähr 7 Meter Höhe auf den Boden. Sein Fallgewicht führte dazu, dass mehrere Dachbalken zerbrachen und zusammen mit einem Teil des vorgefertigten Dachstuhls nach innen fielen. Eine spätere Autopsie ergab, dass Mr. Buchwalter einen Schädelbruch erlitt, der vermutlich entstand, als er mit dem Kopf auf einem der Dachbalken aufschlug. Die herunterfallenden Holzteile führten zu schwerwiegenden inneren Verletzungen und er verstarb ungefähr 10 Minuten nach dem Dacheinsturz an inneren Blutungen. Unabhängige Gutachten des Firstbalkens und Dachstuhls ergaben, dass Mängel am Holz vor der Installation nicht erkennbar waren. Zeugen berichten, dass Mr. Buchwalter alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatte. Nach Meinung des Ermittlers war der Tod von Lucian Buchwalter eindeutig ein unvermeidbarer Arbeitsunfall, bei dem Elysian Fields Development keine Schuld trifft. Das werden wir herausfinden. Die Versicherungssumme dieser Police sollte in vollem Umfang an die angegebenen
Anspruchsberechtigten ausgezahlt werden. Timothy Lee, leitender Versicherungsermittler, 1. März 1947. Sounds like your friend took a hell of a fall. I'm sorry for your loss. Ja, damit sind wir hier, glaube ich, fertig, ne? Do you mind if I ask you a couple of questions? Of course not. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. Okay, Buckwalter heißt es dann, ist klar. Aber das ist bestimmt auch ein Deutscher gewesen. Muss nicht sein, aber Buchwalter hört sich gut an. You want me to reopen this case based on your woman's intuition? That isn't going to happen. Take the money. I've already told you I do not want the money. There's something wrong with that house. You and Buckwalter weren't married? No. Then how did you become his beneficiary? We were family friends. Das stimmt doch nicht, oder? You expect me to reopen this case because you come in here walking that walk? Well, I'm not buying it. I think you should tell me what the hell is going on. You really want to know? Yes. We were interned together on Ellis Island. Resident alien Germans whose parents had been killed by Nazis. Do you see the irony in that, Mr. Kelso? We spent 4 years there. So the roof collapsed, accidents happened. What exactly are you trying to achieve here, Miss Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. Gut, das würde ich ihr jetzt sogar glauben. I'm intrigued, Miss Lichtman. I really am. But you're going to have to give me something if you want me to get involved in this. There is a conspiracy surrounding Elysian Fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved. That's pretty heady stuff, Miss Lichtman. Flimsy, but heady. I've told you what I know, Mr. Kelso. What are you going to do about it? All right, Miss Lichtman. One final question. Yes. What's your address? Is that usual? Is there anything usual about this case, Miss Lichtman? The address is on the letter, Mr. Kelso. The address, not the phone number. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. Okay. Come on, I'll walk you up. Wo arbeitet er eigentlich? Auch bei der Polizei, ja. Oh, just you wait. Keine Ahnung. Mal gucken. Egal, wir gehen jetzt erstmal zu unserem Boss. Und schauen mal, was da abgeht. Say, could I borrow some of that mascara? Die läuft irgendwie voll langsam. Kannst du mal schneller laufen, Mädel? Okay, ich weiß selber, wo ich hin muss. Da ist die Tür, ich sehe schon. Mr. Benson, you wanted to see me? Ah, yes, Jack. I'm just trying out a new putter. I noticed Elsa Lichtman in the lobby. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lichtman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think She's of the it. beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Miss Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that She's a something very happened. highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso?
No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal sir. with it, Jack. Do your fucking job. Do I have to do everything? No, sir, you don't. Fine, Jack. Fine. You know I have the greatest confidence in you. Thanks, Mr. Benson. Eine merkwürdige Reaktion, dass er so vehement darauf besteht, dass sie das Geld annimmt. Your car, Mr. Kelso? Wo arbeiten wir denn verdammt nochmal? Fire and Life Insurance. Ach so, er ist bei der Versicherung, oder was? Ich habe leider keinen, den ich fahren lassen kann. Ich muss selber fahren. Nee. Kelso hat schon echt einen Scheißjob. Er hat keinen Fahrer am Start, ey. Ach so, er fährt einfach so dahin. Das ist ja geil. Ich glaube, das ist, weil ich draufgehalten habe, ne? Also länger. Sonst hätte ich fahren müssen. Oder sollen. Gut. Wusste ich nicht. Auch okay. Aber schauen wir uns hier erstmal um. Was haben wir denn hier? Wir gehen hier auch einfach rein, ne? Ach, guck mal, ein paar hübsche Bildchen. Da haben wir doch direkt mal ein kleines Zettelchen. Was ist denn das? Wow, Raven, bla 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 bla. Was ist das? Ein Lieferschein. Scheint ganz so. Portland-Zement 2 Tonnen. Fundamentsand grob 8 Tonnen. 1/4 Zoll hier, Dingsbums, 16 Tonnen. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Noch irgendwas, ne? Ah, hier haben wir noch was. 2 Sachen sogar. Okay, erstmal ein Brieflein. Stadt Los Angeles Bau- und Sicherheitsbehörde. Abrissauftrag. Die Stadt Los Angeles verordnet hiermit gemäß Abschnitt 191 Teil 1 Paragraph A der Bauverordnung von Kalifornien, dass jeglicher Baufortschritt an der Normandy Avenue Siedlung, der mit dem Vorfall am 28.01.1947 zu tun hat, unverzüglich abgerissen und das gesamte Baumaterial von der Baustelle entfernt wird. Datum des Bescheids 22. September 1947. Bulldozing and starting again. Spuren verwischen, vielleicht. Was ist das hier? Elysian Fields, 748 in North, irgendwas denke ich mal. Empfangsadresse Elysian Fields, und Bauarbeiten 4105. Frank Osterman. Verzögerungen werden nicht geduldet. Leland Monroe, the man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. Scheint ganz so. Haben wir noch was? Nö. Würde ich so erstmal nicht sagen. Hey! You just can't be walking around down here. Doch. I'm Jack Kelso, from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off! I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter, and... You deaf? Do I have to beat on you? Looks like you do. Alles klar, dann komm mal her, You Junge. know that? I came to see the house where Lou Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. It's out the gate and 3 houses down on the left. Don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. 2 kleine Hiebe und das war's. So, wo soll ich jetzt hin? Hä? Hallo? Hier wird überall gebaut. Da hinten? Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll, ne? Kann ich mir das nicht markieren, ey, auf meinem blöden... Hier, hier zerstörtes Haus. Ah, geht doch. Ist doch das da hinten? Okay. Gut, also das Einzige, was irgendwie in Trümmern liegt. Die anderen
Wir sind halt noch nicht fertig, ne? Hätte mal hinfahren sollen. Na, egal. Macht nichts. So, dann schauen wir doch hier mal ein bisschen, was da abgeht. Zerstörtes Elysian Fields Haus. Ja gut, ich meine, andererseits, wie macht man... Ja, wobei, das Fundament, das ist schon komisch, ne? Das Fundament steht ja noch. Im Grunde müssten sie ja nur den Schutt hier wegmachen, das Holz, und dann könnten sie ja wieder von vorne anfangen, ne? Not for construction. What? Junge, da steht drauf, not for construction use. Aber es interessiert dich anscheinend nicht. Okay. Hier haben wir noch ein kleiner Ziegel. Okay, das scheint ihn alles nicht zu interessieren. Ah, die Schnauze. Ich hab zu tun. Hier haben wir auch noch was. Auch wieder not for construction use. Aber ist auch nicht das Richtige. Da hinten ist noch eine Fahne. Ich komme nicht mehr raus. Gerettet. Hier haben wir auch noch was. Let's try to piece this together. Aha. What the hell? Keystone Films. Who gets their lumber from a film studio? Ah. What the fuck? Ach, Kerl, du bist da... Ey, du bist so ein dummer Mongo. Warum läufst du denn jetzt zurück? Ich hab da nach vorne gedrückt, du Spacken, ey. Das ist ein klarer Mord. Schießen sie auf den Fahrer? Ja, natürlich. Warte. Ich sehe den Fahrer gerade nicht. Ich sehe den Fahrer nicht. Das ist doof. Sehe ich ihn hier vielleicht? Ach, ich bin tot. Okay, ich laufe bis hier hin und dann schieße ich auf ihn und töte ihn einfach. Ist mir egal. Okay, what the fuck? Ernsthaft? Sein Ernst, dass er uns umbringen will? Tja. Der hat's ja auch nicht mehr alle. Weil von hier müsste ich ihn eigentlich treffen. Der war aber auch ganz dicht hinter uns. Zum Glück hat der jetzt gesessen, der Schuss. Ey, alter Schwede, Mann. Puh. Okay. Dann gehen wir mal eben zum Telefon. Alter, was ist denn hier los? Da ist doch auf jeden Fall was nicht richtig. Jack Kelso, California Fire and Life Investigator. I need an address on the Keystone Film Company. The address is 658 North Wilton Place. Is there anything else? No, thank you, ma'am. Alter Schwede. Also damit weißt du ja ganz klar, dass die irgendwas zu vertuschen haben, weil immerhin wollte der uns gerade umbringen. Weil wir etwas herausgefunden haben. Das ganze Holz oder nur das Holz, was wahrscheinlich dann für Dinge benutzt wird, die du später eh nicht mehr sehen wirst, ist halt sehr dünnes Holz, was nicht zum Bauen benutzt werden sollte. Okay. Gut, wir fahren jetzt zu den Keystone Studios. Mal gucken, was hier abgeht. Fährt wieder automatisch, finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Da muss ich nicht fahren.